Hi, ich bin der Markus und zeige euch in diesem Video, wie ihr mit unserem No Air Entlüftungskit eure Shimano Mountainbike und Roadbremse entlüften könnt. Psst. Wenn dir das Video zu lang ist, gibt es auch noch eine Expressversion für Mountainbike. Zunächst zum Lieferumfang. Ihr findet in unserem Kit eine Spritze mit Schlauch. Die Spritze übrigens extra nicht mit Gummidichtung, wie manche Hersteller das machen. Das sieht zwar schön und hochwertig aus und erstmal laufen die Spritzen sehr leicht, aber leider quellen die Dichtungen nach einmaliger Benutzung mit Mineralöl immer auf und dann laufen sie überhaupt nicht mehr leicht. Ein M5-Trichter mit einem Holzverschlussspieß, ein M7-Adapter für Road-Modelle. Da ist wichtig, dass der aus einem weichen Kunststoff besteht und nicht aus Metall. Das Hydrauliköl für Shimano, einen Maulschlüssel, ein Bleedblock als Distanzstück zwischen den Kolben, einen wiederverwendbaren Kabelbinder sowie eine Papieranleitung. Zusätzlich bereitlegen solltet ihr etwas Küchenkrepp oder einen alten Lappen und Spiritus oder Seifenwasser zum Reinigen. Ich empfehle immer beim Entlüften mit Handschuhen zu arbeiten. Grundsätzlich ist Mineralöl aber auch wesentlich weniger aggressiv als zum Beispiel dort Bremsflüssigkeit. Bevor ihr am Rad anfangt, bereitet ihr erstmal die Spritze vor, indem ihr sie mit dem Schlauch verbindet und mit ca. 20 ml Mineralöl befüllt. Am besten einfach die Spritze komplett aufziehen, da passen 24 ml rein. Da dabei die Luft des Schlauchs in die Spritze wandert, müsst ihr die noch rausdrücken. Dafür haltet ihr die Spritze so, dass die Spritzenöffnung der höchste Punkt ist und drückt die überschüssige Luft raus, denn die wollen wir definitiv nicht in der Bremse haben. Generell zu dem Vorgang, der jetzt kommt, wir zeigen hier den Ablauf an einer Mountainbike-Bremse. An den Stellen, an denen es Abweichungen zu den Road-Modellen gibt, also Rennrad-, Gravel-Bereich, blenden wir noch zusätzlich eine Variante mit den Abweichungen ein. Jetzt bereitet ihr den Bremssattel zur Entlüftung vor. Dafür müsst ihr erstmal das Laufrad ausbauen, was bei Scheibenbremsen ja sehr einfach und schnell geht. Dann baut ihr noch die Bremsbeläge aus, damit da auf keinen Fall Öl drauf kommt. Dann schiebt ihr den Bleedblock zwischen die Kolben, wodurch sie auch gleich zurückgedrückt werden. Also keine Angst, wenn da etwas Kraft notwendig ist. Dann arretiert den Bleedblock mit der Belaghalteschraube. Notfalls könnt ihr das auch mit einem Gummiband machen, falls der bei euch nicht passen sollte. Wenn ihr die Kolben nicht zurückgedrückt bekommt, könnt ihr auch einen Kunststoffreifenheber oder ähnliches verwenden. Dadurch habt ihr einen längeren Hebel, aber bitte auf keinen Fall irgendwas Scharfkantiges wie einen Schraubenzieher verwenden. Damit zerstört ihr euch im Zweifelsfall eure Kolben. Damit ihr den korrekten Abstand zwischen den Kolben habt, ist es übrigens auch wirklich wichtig, dass ihr den Bleedblock als Platzhalter einsetzt. Wenn der Bleedblock gar nicht passt, sind entweder eure Kolben noch nicht vollständig zurückgedrückt oder ihr habt irgendwann mal euer System überfüllt, dann müsst ihr zuerst etwas Öl ablassen. Man sieht immer wieder Anleitungen im Internet, wo die Bremsbeläge nicht ausgebaut werden und kein Bleedblock verwendet wird. Ja, das ist schneller und einfacher, aber im Zweifelsfall kriegt ihr dann beim Belagwechsel oder beim Scheibenwechsel wirklich Probleme. Als nächstes bringt ihr den Bremshebel in eine horizontale Position, damit die Entlüftungsschraube der höchste Punkt ist. Falls ihr eine Griffweitenverstellung besitzt, dreht die komplett nach außen, sodass der Hebel so weit wie möglich vom Lenker entfernt ist. Wenn ihr eine Freestroke-Leerwegeinstellung besitzt, dreht die bitte im Uhrzeigersinn vollständig nach innen. Bei den Roadbremsen von Shimano bereitet ihr den Bremshebel vor, indem ihr zuerst das Griffgummi wegklappt und dann die Griffweite und den Druckpunkt zurückstellt. Wo die Schrauben bei den Roadhebeln sitzen, ist leider ziemlich stark unterschiedlich. Das müsst ihr für euer Modell in der Anleitung nachschauen. Falls ihr keine habt, findet ihr die Dokumente aber immer auch bei den Shimano Tech Docs. Im Anschluss steckt ihr den Schlauch der gefüllten Spritze auf den Entlüftungsnippel am Bremssattel, der sich meist unter so einer Gummischutzkappe befindet. Das Aufstecken kann etwas Kraft erfordern, das ist aber leider notwendig, damit der ordentlich sitzt und dichtet. Am besten geht es, wenn ihr so ein bisschen mit dem Schlauch von der Seite kommt. Die Spritze macht ihr am besten mit dem wiederverwendbaren Kabelbinder am Rahmen oder an der Gabel fest. Wenn die Spritze senkrecht nach oben fixiert ist, hat das den Vorteil, dass die Schwerkraft für euch arbeitet, indem die Luft immer nach oben wandert und ihr keine Luft aus der Spritze zurück ins System drückt. Bei Roadbremsen funktioniert das völlig analog.
Dann geht es weiter am Bremshebel. Dort entfernt ihr die Entlüftungsschraube mit einem 2,5 mm Inbus bei Mountainbike bzw. einem 2er Inbus bei Roadbremsen. Die Entlüftungsschraube ist bei Shimano mit so einem O-Ring versehen, den ihr nicht verlieren solltet. Kann auch sein, dass er beim Abschrauben noch in der Öffnung ist, kommt öfter mal vor. Achtet dann bitte drauf, dass ihr den mit rausnehmt und sicher zur Seite legt. Jetzt könnt ihr den M5-Trichter einschrauben. Da bitte behutsam sein, der muss nur die nächsten Minuten dichten und nicht die nächsten 10.000 Höhenmeter irgendwas halten. Theoretisch dichtet der auch schon ohne O-Ring, aber sicherheitshalber empfehlen wir trotzdem den O-Ring aufzusetzen. Bei Roadbremsen habt ihr hier ein M7-Gewinde. Hierfür schraubt ihr einfach vorher den Kunststoffadapter noch auf den Trichter. Das Gewinde am Bremshebel übrigens aus Kunststoff und verträgt nicht allzu viel. Das ist auch der Grund, weshalb man hier keine Metalladapter verwenden sollte, wie sie öfter im Netz oder bei anderen Kits angeboten werden, weil es fertigungstechnisch einfacher und günstiger ist, die aus Alu oder Messing herzustellen. Die Gefahr ist allerdings groß, dass man sich damit den kompletten Bremshebel ruiniert und dann hat man definitiv nichts gespart. Shimano hat sich da schon was dabei gedacht, dass die aus Kunststoff sind. Dann könnt ihr jetzt auch schon anfangen mit dem Entlüften. Ihr öffnet mit dem 7 mm Maulschlüssel den Entlüftungsnippel am Bremssattel, indem ihr den eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn dreht. Bei manchen Modellen findet die Öffnung auch durch so eine seitliche Magenschraube statt, die ihr mit einem 3er Inbus öffnen könnt. Und los geht's, indem ihr den Kolben der Spritze am Bremssattel behutsam drückt, worauf sich der Trichter oben füllt. Wenn Luft im System ist, solltet ihr jetzt auch Blasen im Trichter aufsteigen sehen. Die Spritze entlädt ihr nicht komplett, sondern lasst einen kleinen Rest drin. Falls nun oben im Trichter kein saures Öl rauskommt, sondern so eine dreckige Soße hier, dann verschließt den Trichter mit dem Holzspieß, schraubt ihn ab, sammelt das alte Öl in irgendeiner Flasche und entsorgt es bitte ordnungsgemäß. Das kann man auf dem Wertstoffhof machen, das kann man an der Tankstelle machen. Bitte nicht einfach in den Abfluss kippen oder in den Restmüll. Mineralöl hat da überhaupt nichts verloren und muss richtig entsorgt werden. Dann füllt ihr oben in den Trichter wieder sauberes Öl ein. Nun macht ihr das Ganze nochmal in die andere Richtung und zieht leicht den Kolben der Spritze. Das solltet ihr jetzt ein paar Mal wiederholen, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Zwischendurch lasst ihr auch den Bremshebel ein paar Mal schnalzen und klopft die Leitung etwas ab. Das kann auch nochmal Luftblasen lösen, die irgendwo festsitzen. Ja, dann seid ihr auch schon fast fertig und könnt mit dem Maulschlüssel bzw. dem 3er Inbus wieder den Nippel am Bremssattel verschließen und die Spritze entfernen. Die Gummischutzkappe macht ihr auch wieder drauf und fangt überschüssiges Öl mit dem Lappen auf. Dann wenden wir uns nochmal den Hebel zu. Den zieht ihr 1- bis 2 Mal, bis wieder ein sauberer Druckpunkt da ist. Wenn das der Fall ist, verschließt ihr den Trichter mit dem Holzspieß und schraubt ihn ab. Die Verschlussschraube mit O-Ring, den ihr glücklicherweise nicht verloren habt, kommt hier dann natürlich auch wieder rein, um das Ganze zu verschließen. Das war es auch schon im Großen und Ganzen. Am besten reinigt ihr noch den Bremssattel und den Bremshebel mit Isopropylalkohol, geht aber auch Seitenlauge. Dann erfolgt natürlich auch noch der Rückbau, also am Bremssattel den Bleedblock entfernen, die Bremsbeläge wieder einbauen, das Laufrad wieder einbauen, und den Bremshebel stellt ihr wieder in Fahrposition und stellt auch wieder eure Griffweite und gegebenenfalls den Leerweg ein. Das Entlüftungskit ist natürlich auch wiederverwendbar, sollte dafür allerdings nach Benutzung gereinigt werden. Wenn das Öl im Trichter noch sauber ist, könnt ihr das wieder zurück in die Flasche laufen lassen. Das gleiche gilt für das Öl in der Spritze.
Dann entfernt ihr den Schlauch von der Spritze. Den Kolben der Spritze könnt ihr auch entfernen und alle Rückstände in der Spritze und im Trichter dann mit dem trockenen Küchenkrepp abwischen. Ich lasse auch ganz gerne das Küchenkrepp dann einfach in der Spritze und im Trichter drin, dann läuft auch nichts mehr nach. Ich hoffe, ihr konntet der Anleitung gut folgen und habt jetzt wieder einen anständigen Druckpunkt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns sie entweder direkt per E-Mail oder auch in die Kommentare. Wenn nicht, viel Spaß beim Weiterradeln.